Bei mir nun Generalleutnant AD Roland Carter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch heute Guten Morgen, Frau Würzbach. Wir haben es gerade gehört, im Vorfeld gab es von Seiten Boris Pistorius schon mal Kritik. Er hat nicht so viel Geld bekommen, wie er wollte. Und natürlich in diesen Zeiten geht es um die Verteidigung der NATO, aber auch hier in Deutschland. Glauben Sie, dass Deutschland aktuell seiner Stellung nachkommt tatsächlich? Wenn es dabei bliebe, was das Ergebnis der Regierungserklärung zum Haushalt anbelangt, nämlich statt der geforderten 6,5 Milliarden nur 1,2 Milliarden zusätzlich, dann müsste man schlichtweg feststellen, irgendjemand hat die Zeitenwende nicht verstanden oder irgendjemand hat die Bedrohung noch nicht erkannt. Ich gehe aber mal davon aus, dass zumindest bis zum Ende des Jahres im Laufe des parlamentarischen Prozesses sich hier noch etwas ändern wird. Auch die zweite Geschichte, dass der Bundeskanzler jetzt nach Washington fährt und dort versichert, wir werden das 2%-Ziel einhalten, das ist ja an sich wunderschön. Aber wir müssen schlichtweg sagen, unter den Bedingungen, die wir haben, ist das 2%-Ziel bestenfalls die untere Benchmark. Hier ist erheblicher Nachholbedarf erforderlich. Andererseits muss man feststellen, wenn das nicht kommt oder wenn sich da nicht eine substanzielle Verbesserung ergibt, dann wird diese Bundeswehr in dem Zustand bleiben, in dem sie jetzt ist. Und das heißt schlichtweg nicht kriegstauglich. Sie haben die Situation angesprochen, in der wir aktuell sind, dass die 2% da das untere Minimum sind. Dieses Treffen findet in Washington statt, genau dort, wo im November ein neuer Präsident gewählt wird. Trump oder Biden, das wird einen massiven Unterschied machen für die Ukraine, aber auch insgesamt für die NATO, sehr verschiedene Herangehensweisen. Kann man sich darauf jetzt überhaupt schon vorbereiten? Ich denke, man wird es zumindest mental müssen. Die Zeichen der Zeit, obwohl ja auch noch ein bisschen Zeit ist bis November und da kann noch viel passieren, deuten darauf hin, dass Trump zumindest ein veritabler Präsidentschaftskandidat sein wird. Und nach dem alten militärischen Grundsatz, plane für den schlechtesten Fall, sollte man sich darauf einstellen. Ich muss Sie einmal unterbrechen. Jetzt hören wir natürlich gemeinsam Bundeskanzler Olaf Scholz zu. Ja, gerne. Der diesjährige NATO-Gipfel findet im Zeichen des Jubiläums 75 Jahre statt. Ein wichtiges Ereignis. Die NATO hat in all diesen Jahren gerade für uns in Deutschland Sicherheit, Demokratie und Freiheit garantiert. Und das ist auch unverändert die Aufgabe des transatlantischen Bündnisses, dass wir einander beistehen und dass wir damit das, was uns so wichtig ist, unsere Demokratie, unsere Freiheit verteidigen können. Gleichzeitig findet die Tagung statt in der Zeit, in der in Europa wieder ein Krieg herrscht. Das größte Land Europas, Russland, hat das zweitgrößte Land, die Ukraine, überfallen, um in ganz klassischer imperialistischer Manier sich einen Teil des Landes oder das ganze Land einzuverleiben. Es ist deshalb gut und richtig, dass die europäischen Länder und ihre Freunde in aller Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, die Ukraine unterstützen, sehr umfassend, mit finanzieller Hilfe, mit humanitärer Hilfe, aber eben auch durch Waffenlieferung. Und es ist gut, dass wir das in den letzten Tagen noch einmal verstärkt haben mit einer ganz klaren Botschaft. Wir werden der Ukraine so lange beistehen, wie das erforderlich ist. Die Entscheidung der G7-Staaten, eine gemeinsame Aktivität von Europäischer Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada und Japan zustande zu bringen, um die finanziellen Notwendigkeiten zu gewährleisten, die wir dazu brauchen, ist bemerkenswert. Es geht um 50 Milliarden Dollar, die aus den Windfall Profits gehebelt und zur Verfügung gestellt werden. Ein klares Zeichen der Solidarität, aber auch eine Botschaft an den russischen Präsidenten, dass er nicht darauf setzen kann, dass er diesen Krieg gewissermaßen aussitzt und wartet, bis die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Wir haben aus der Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg darstellt, auch unsere Konsequenzen gezogen. Deutschland stellt jetzt dauerhaft 2% seiner Wirtschaftsleistung als Mittel zur Verfügung für die Verteidigung. Das kann man in den NATO-Quoten, die wir gewährleisten, gut sehen. Und wir haben jetzt auch mit den Entscheidungen zum aktuellen Haushalt die Grundlage dafür gelegt, dass das auch dauerhaft sichtbar ist. Denn wir haben klargestellt, dass die Bundeswehr einen Haushalt von etwa 80 Milliarden Euro haben wird im Jahre 2028, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird.
Und das ist auch eine klare Botschaft für die Sicherheit unseres Landes und für die Verteidigungsfähigkeit, die wir brauchen. Im Übrigen bin ich sehr froh, dass wir bei diesem NATO-Treffen auch endgültig neue Mitglieder begrüßen können. Nach Finnland ist auch Schweden der NATO beigetreten. Das ist jetzt eine starke Allianz, die in der Lage ist, ihre Aufgaben zu gewährleisten. Deutschland wird in dieser Situation eine wichtige Rolle zukommen. Als großes Land mit sehr viel Aufwand und sehr vielen Mitteln, die wir für Verteidigung und Sicherheit zur Verfügung stellen, sind wir auch immer dazu da, anderen die Idee zu geben, dass sie das in gleicher Weise machen und auch dazu beizutragen, dass, wenn es jetzt um die Unterstützung der Ukraine geht, man das möglich macht, was für einen selber möglich ist. Dazu zählt insbesondere Luftverteidigung für die Ukraine zu gewährleisten. Und natürlich müssen wir innerhalb der NATO in Europa enger zusammenarbeiten. Das gilt für Beschaffung, das gilt für das, was wir an Munition gemeinsam einsetzen. Das gilt aber auch zum Beispiel für die europäische Luftverteidigung. Und deshalb bin ich sehr froh, dass so viele Länder der von Deutschland vorgeschlagenen European Sky Shield Initiative beigetreten sind. Das wird einen dramatischen Anstieg unserer Sicherheit gewährleisten, weil wir das gemeinsam tun und weil es innerhalb des Rahmens der NATO geschieht. Herr Bundeskanzler, es gibt in den USA eine anhaltende Diskussion um die Fitness des amerikanischen Präsidenten. Sind Sie in Sorge, dass der Gastgeber von den Strapazen dieses Gipfels überfordert sein könnte? Und wenn das so wäre, welches Signal würde das aussenden? Die NATO will ja ein Signal der Handlungsfähigkeit und Stärke aussenden von diesem Gipfel. Vielen Dank. Nein, diese Sorge habe ich nicht. Aus den vielen Gesprächen, die ich mit dem amerikanischen Präsidenten geführt habe, weiß ich, dass er diesen Gipfel sehr gut und sehr präzise mit uns zusammen vorbereitet hat. Und viele der Entscheidungen, die jetzt dort getroffen werden und vorbereitet sind, sind ja im engsten Einvernehmen zwischen Deutschland und den USA entwickelt worden. Insofern wird das auch ein sehr erfolgreicher Gipfel sein. Herr Bundeskanzler, Sie haben die Luftverteidigung angesprochen. Wird während des NATO-Gipfels ein weiteres Paket geschnürt? Wird Deutschland vielleicht weitere Patriots liefern können? Und an welche Länder richtet sich Ihr Appell, dass bei der Luftverteidigung mehr gemacht werden kann? Danke. Deutschland ist vorangegangen, indem wir jetzt ein drittes Patriot-System zur Verfügung gestellt haben, das für die Luftverteidigung sehr wichtig ist. Neben all den anderen Unterstützungen, die wir für die Luftverteidigung der Ukraine ermöglichen. Dazu zählt ja auch zum Beispiel unser IRIS-T-System, das dort sehr effektiv ist und von allen sehr bewundert wird wegen seiner hohen Effizienz. Dazu zählt auch der Gepard, den wir einsetzen, um im kleineren Rahmen Luftverteidigung zu gewährleisten. Und wir haben in der Tat aus sehr guten Gründen andere in Europa und anderswo in der Welt gebeten, dass sie mehr tun für die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Raketenangriffe und all die Angriffe, die die ukrainische Bevölkerung jetzt erleiden muss, wehren kann. Und hoffen, dass es mehr Patriot-Systeme aus anderen Ländern gibt. Das bleibt unverändert so, dass jetzt die 3 Schritte, die wir gemacht haben, auch gemacht worden sind, damit andere nachziehen. Michael Fischer mit der letzten Frage. Herr Bundeskanzler, Sie fahren mit einem fertigen Haushaltsplan nach Washington. Der Verteidigungsminister hat sich verärgert darüber gezeigt, dass die Erhöhung seines Etats geringer ausgefallen ist, als er sich das erhofft hat und gefordert hat. Wie werden Sie den Bündnispartnern erklären, dass diese Erhöhung so gering ausgefallen ist? Die Bundeswehr hat jetzt 2 Quellen, um ihre finanziellen Herausforderungen zu bewältigen und mehr zu tun für Verteidigung und Sicherheit. Das ist unmittelbar der Haushaltsetat des Verteidigungsministeriums, der ansteigt, im Gegensatz zu vielen anderen Haushaltsetats. Er ist schon in den letzten Jahren angestiegen, er ist stabil geblieben und wir haben ihn jetzt noch einmal erhöht, auch mit einer klaren Aussage für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Und dazu muss man immer rechnen, dass wir das Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen haben mit 100 Milliarden Euro, wo jetzt auch die Aktivitäten des Verteidigungsministers und seines Ministeriums dazu beigetragen haben, dass wir jetzt diese Mittel auch umfangreich nutzen werden, sodass jedes Jahr zu den Mitteln, die direkt aus dem Bundeshaushalt kommen, für das Ressort noch die Mittel aus dem Sondervermögen dazukommen. Nach unseren gemeinsamen Berechnungen wird das etwa im Jahre 27 aufgebraucht sein und deshalb auch
haben wir mit der Finanzplanung die klare Aussage verbunden, dass der Bundeswehrhaushalt dann 80 Milliarden Euro betragen wird. Und das ist dann ja auch die Aussage für die nächsten Jahre. Die Bundeswehr kann davon ausgehen, dass Deutschland seine NATO-Quote von 2% in den nächsten Jahren immer einhalten wird. Und deshalb kann sie auch in den ganzen 20er Jahren und in den beginnenden 30er Jahren Bestellungen wirksam werden lassen, die für die Sicherheit unseres Landes wichtig sind. Denn darum geht es jetzt ja auch, dass man jetzt Bestellungen auslöst über größere Serien, die beschafft werden müssen, wo nach und nach geliefert wird. Und dass man nicht immer von der Hand in den Mund leben muss, wie das über viele Jahrzehnte der Fall gewesen ist. Jetzt hat die Bundeswehr erheblich mehr Mittel, als das lange Zeit der Fall war. Und es ist ein kurzer Zeitraum, in dem sich jetzt die Mittel für die Bundeswehr quasi verdoppelt haben, die jedes Jahr verfügbar sein werden. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr. Diejenigen, die eine Bordkarte haben, dürfen dann langsam sich zu Luftfahrzeugen bewegen. Soweit also Bundeskanzler Olaf Scholz vor seinem Abflug. Wir haben die Regierungsmaschine ja schon im Hintergrund gesehen. Es geht nun nach Washington, denn dort beginnt heute am Abend dann der dreitägige Gipfel. Und die Fragen waren auch jetzt wieder klar. Traut man das den USA? Traut man das Joe Biden aktuell zu? Achim Unser hat das Ganze natürlich mitverfolgt. Achim, die Antwort von Scholz war sehr klar. Er sagt, ja, Joe Biden kann das noch. Wie wichtig ist es aber auch, dass dort jetzt die westlichen Partner zusammenstehen? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Olaf Scholz gerade am Ende gesagt hat, als er noch mal erklärt hat, ja, das Sondervermögen, das würde jetzt reichen bis 2028, weil dann erst müsste man sozusagen den Wehretat erhöhen. Naja, man muss so sehen, dass schon Ende des Jahres eigentlich alles bestellt ist, dann ist sozusagen alles verbucht von diesem Sondervermögen und deswegen hat da auch Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, unlängst gesagt, ja, also ja, schön und gut, da werden neue Geräte angeschafft, aber mehr Geräte, das bedeutet natürlich auch höhere Betriebskosten, also diese zu betreiben. Und deswegen bräuchte man tatsächlich zusätzliches Geld bei der Bundeswehr, um das dann überhaupt zu nutzen, was man sich da angeschafft hat, weil sonst steht es da rum. Und wie gesagt, es ist kein Geld für die Betriebskosten da. Also das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass es eben vermutlich nicht dabei bleiben wird, nur sich jetzt auf dem Sondervermögen auszuruhen, sondern man möglicherweise schon vor 2028 mit einer Erhöhung des Wehretats beginnen muss. Achim, danke dir. Schauen wir also noch mal weiter auf die Situation und die Rolle Deutschlands. Bei mir weiterhin Generalleutnant AD Roland Carter. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Bundeswehr Minimum die 2% braucht, die Olaf Scholz nun noch einmal versprochen hat. Er hat aber auch angesprochen, was für eine wichtige Rolle Deutschland als großes, wirtschaftsstarkes Land hat. Vor allem eben, wenn wir jetzt darauf schauen, in Frankreich sehr unklare politische Verhältnisse, in den USA weiß man nicht, wie es weitergeht. Wird die Rolle Deutschlands immer wichtiger nun dadurch? Die Rolle Deutschlands ist zweifelsfrei in Europa die wichtigste, als größte Wirtschaftsmacht, aber auch als logistische Drehscheibe oder überhaupt als militärische Drehscheibe in Europa. Insofern gewinnt diese Rolle zunehmend an Bedeutung. Das bedeutet aber auch, dass wir der Rolle Rechnung tragen müssen. Und das bedeutet ganz klar, auch bei allen diplomatisch, politisch nebulösen Aussagen, das Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt worden ist, reicht nicht. Und die angekündigten 80 Milliarden in 2028, damit wird das Problem in die nächste Legislatur geschoben. Damit wird das Problem in die nächste Regierung vertagt. Ob das so ein nützliches Hilfsmittel ist, weiß ich nicht. Ich denke mal nein. Zu erlauben, dass man jetzt aber weiter bestellt, also das Ganze mit sogenannten Verpflichtungserklärungen versieht, das ist auch ein uralt bekannter Trick, der verfängt im Augenblick, mag im Augenblick helfen. Der Industrie im Übrigen hilft es nicht, weil die Industrie braucht klare Aufträge. Die sehe ich im Augenblick nicht. Aber ich sage es nochmal, ich glaube schon, dass der parlamentarische Prozess, der sich jetzt ja nach der Sommerpause anschließt, dass es da noch zu Veränderungen kommen wird und auch kommen muss. Sonst sehe ich in der Tat ein bisschen schwarz. Natürlich weiterhin die Grundlage all dieser Diskussionen ist der Krieg in der Ukraine. Gestern haben wir einen verheerenden Tag gesehen. Ja. Die schlimmsten Angriffe auf Kiew seit Kriegsbeginn. Eigentlich eine Kinderklinik, die angegriffen worden ist. Zivile Ziele waren es wieder.
Und natürlich heißt es jetzt wieder, wir brauchen mehr für die Luftverteidigung aus der Ukraine. Das hören wir immer wieder. Das war auch gerade einmal die Frage. Glauben Sie daran, dass jetzt bei diesem NATO-Gipfel es konkrete neue Maßnahmen und Hilfen gibt? Also ich hoffe mal, dass die Allianz sich jetzt dazu durchringt, nochmal die eigenen Bestände wirklich mit einem ganz feinen Kamm zu durchforsten. Deutschland hat ein drittes Patriot-System zur Verfügung gestellt. Daran auch die entsprechenden ukrainischen Soldaten ausgebildet. Iris-T ist ein weiteres System geliefert worden. Ein weiteres steht in Kürze in Aussicht. Eins mit längerer Reichweite, eins mit kürzerer. Das wird sehr hilfreich sein. Aber es gibt gar keine Frage, das reicht insgesamt bei weitem nicht aus. Zumal dann nicht, wenn wir sehen, dass die Russen derzeit flächendeckend bombardieren und dabei überhaupt keine Rücksicht nehmen auf militärische oder zivile Ziele. Ich bin gar nicht mal so ganz sicher, ob es nun wirklich gewollt war, diese Kinderklinik zu treffen. Aber es ist schlichtweg eine Katastrophe, dass die Waffen offensichtlich so ungenau werden, dass man die Munitionsfabrik, die man möglicherweise in einem Kilometer Entfernung treffen wollte, nicht getroffen hat, sondern diese Kinderklinik. Und das macht deutlich, dass es Putin völlig egal ist, mit welchen Methoden er nun seine Ziele erreicht. Und ich denke auch, dies wird auch so ein Stück weit ein Signal gewesen sein. Achtung, wenn ihr jetzt da zu eurem Gipfel zusammenkommt, ich bin auch noch da, vergesst mich nicht. Und insofern ist die Situation prekär. Und ich sage mal, dieser 75. Geburtstag dieser NATO und der damit in Verbindung stehende Gipfel ist einer der schwierigsten, die wir vor uns haben. Und hier sind wirklich wesentliche Entscheidungen erforderlich. Schauen wir gerne noch einmal auf Putin. Er hat Besuch bekommen von Viktor Orban aus Ungarn. Viel Kritik für diesen Besuch sowieso. Aber interessant war, dass Viktor Orban danach im Interview mit Paul Ronsheimer erklärt hat, dass oder schon vorgewarnt hat, dass es solch einen Angriff geben wird und dass es in den nächsten Monaten noch viel mehr davon gibt, die Zeiten viel, viel schwerer werden. Warum kündigt Putin das an? Ihm muss ja bewusst gewesen sein, dass Orban das danach auch so weitergeben wird. Also der Besuch von Herrn Orban, man mag über den Zeitpunkt sicherlich trefflich streiten. Man mag auch über die Art und Weise streiten, dass man völlig unabgestimmt mit seinen Partnern eine solche Reise übernimmt. Andererseits muss geredet werden. Und er war ja nicht nur bei Putin, er war ja auch vorher bei Zelensky, dem wichtigsten Player in dem ganzen Spiel. Und er war beim chinesischen Staatspräsidenten. Insofern, dass geredet worden ist, finde ich in Ordnung. Die Art und Weise und der Zeitpunkt sind völlig daneben. Das ist das eine. Das zweite ist wir dürfen uns militärisch nicht vertun und wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen. Die Russen haben weit mehr Ressourcen, als wir es wahrhaben wollen, sowohl was Menschen anbelangt. Sie sind gerade dabei, 1,5 Millionen Soldaten zu mobilisieren im Laufe der nächsten Monate, Jahre. Und sie produzieren derzeit irgendwas zwischen 1000 und 1500 Kampfpanzer. Das bedeutet, da kommt eine gewaltige Kampfkraft auf uns zu und die wird er nutzen. Bislang habe ich militärisch den Eindruck, dass Putin die Entscheidungsschlacht nach wie vor noch nicht gesucht hat. Denn jetzt wäre eine weitere Situation gewesen. Er macht es anders. Er bombardiert flächendeckend zivile wie militärische Ziele. Und er versucht, die Fronten, also am Boden, sowohl im Osten wie auch im Norden, ich sage mal, zu stabilisieren, die Ukraine in die Verteidigung zu zwingen. Die Ukraine hat derzeit überhaupt keine Möglichkeiten zu jedweden offensiven Aktionen. Und das macht die Sache schwierig. Und da stellt sich insgesamt wirklich die Frage, wie soll das in der Ukraine weitergehen? Ich weiß derzeit keine Lösung. Das ist leider die Antwort der allermeisten. General A.D. Carter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte schön. Danke.